Hey Leute, wir machen heute wieder ein Do-it-yourself und zwar ein ganz cooles und die Idee dafür habe ich von der lieben Sarah bekommen. Die hat nämlich vorgeschlagen, dass wir ein Fan-T-Shirt machen und deswegen werde ich heute ein Video dazu machen, wie wir ein Fan-T-Shirt im Banksy-Style machen. Und viel braucht ihr dazu gar nicht. Meine ganzen Textilfarben, diese Acrylfarben, habe ich noch von dem Rucksack über und die Farben brauche ich alle gar nicht. Ich werde heute nur schwarz benutzen und dann braucht ihr einen Schwamm. Ein Messer und eine Schere, aber besser wäre noch, ich habe es jetzt mit einem Messer gemacht, so ein Teppichmesser, so ein Cuttermesser, es geht glaube ich dann besser und einfach ein Basic-Shirt, vielleicht habt ihr noch eins, sonst H&M 4,95 habe ich dafür bezahlt und natürlich ein Bild eurer Lieblingsband. Ich habe eins von Duman genommen. Das ist eine türkische Rockgruppe und da guckt ihr einfach im Internet nach Bildern und stöbert das mal durch. Aber besser, ihr achtet darauf, dass das Bild kontrastreich ist und nicht viele Details hat. Und wie ihr diese Folie erstellt, das zeige ich euch mal eben. Euer Bandbild fügt ihr in Photoshop ein. Die Maße, die ich dafür genommen habe für die Arbeitsfläche sind 1920 x 1080, quasi Full HD. So habt ihr die Option, euch das Bild in der Größe, die ihr möchtet, auszudrucken. So, vergrößert das Bild einmal und zieht es dann nach oben, weil ich habe mir dann eine Fläche gelassen, um noch einen Text einzufügen. Jetzt macht ihr das Bild einmal schwarz-weiß und geht auf die Filtergalerie. Dort könnt ihr euch jetzt durchprobieren, Fresco zum Beispiel oder Farbpapier-Collage. Das ist das, was ich ausgewählt habe. Da könnt ihr auch noch mal ein bisschen rumprobieren, aber ich finde es so, wie es ist, am besten. Drückt dann OK. Jetzt haben wir ja hier noch die grauen Stellen, die wir nicht haben wollen. Das muss ja weiß sein. Deshalb legt ihr euch eine neue Ebene an, geht wieder auf euer Bild und nehmt das Zauberstab-Tool und wählt die Flächen aus, die ihr haben wollt. Und füllt die Auswahl auf der neuen Ebene mit Schwarz. So, die anderen Ebenen, die ihr noch habt, die könnt ihr jetzt entweder löschen oder ausblenden. Die brauchen wir nicht mehr. Wer möchte, kann sich jetzt nochmal einen Text einfügen, bietet sich natürlich an, den Bandnamen zu nehmen. Deshalb steht bei mir Duman und fertig ist eure Vorlage. So ihr Lieben, wenn ihr euer Bild jetzt in Banksy umgewandelt habt, dann ist nur noch ein Schritt zu tun. Ihr läuft zum Drucker oder macht es zu Hause. Ich bin zum Drucker gelaufen und habe mir das auf Folie drucken lassen. Einfach aus dem Grund, weil es auf Folie besser geht. Da hält die Farbe drauf und sickert nicht runter auf mein T-Shirt. Aber genauso gut könnt ihr natürlich auch Fotopapier nehmen. Da einfach darauf achten, dass es ein bisschen stabiler ist. So, und ja, was schneiden wir jetzt an dem Bild aus? Ich zeige euch das nochmal. Alles, was schwarz ist. Alles, was schwarz ist, wird ausgeschnitten und ich fange auch jetzt an. Nehme mein Messer oder ihr nehmt vielleicht ein Cuttermesser, geht vielleicht sogar besser und fangt dann irgendwo an. So ihr Lieben, ich habe das jetzt hier ausgeschnitten alles. Die ganzen schwarzen Flächen sind weg und das Ganze hat ungefähr gedauert, 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem. Auf jeden Fall darauf achten, dass ihr ein scharfes Messer habt. Dann nehmt ihr euch euer T-Shirt, legt das vor euch und am besten legt ihr euch da was rein, damit es nicht durchdruckt und ihr das Bild nochmal auf dem Rücken habt. So positioniert das natürlich dorthin, wo der Druck hinkommt. Ihr legt eure Folie jetzt auf euer T-Shirt und das so gerade wie möglich und auf jeden Fall so, dass ihr, wenn ihr einen Schriftzug habt, den auch selber lesen könnt, also nicht spiegelverkehrt. Und damit mir die Folie nicht wegrutscht, habe ich mir jetzt einfach solche Klebestreifen vorbereitet und befestige das mal eben auf meinem T-Shirt, damit es beim Farbe raufmachen auch nicht hin und her rutscht. Die Farbe jetzt habe ich mir vorbereitet. Ich nehme das einfach in schwarz und habe mir das auf so ein Stück Pappe gemacht. Dann nehmt ihr euch einfach so ein Stück Schwamm, den habe ich auseinander geschnitten und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass ihr nicht zu viel Farbe nimmt, weil übertupfen könnt ihr immer noch. Also nicht zu viel Farbe auf einmal, weil ich glaube, das geht dann einfach besser. Sicherer, dass die Folie dann auch wirklich nicht verrutscht und alles da bleibt, wo es sein soll. Fast fertig, aber ich werde es jetzt noch nicht auflösen. Die Folie kommt gleich ab. Ich habe schon mal die Klebestreifen abgemacht. Ich bin selber sehr gespannt. Und eigentlich wollte ich nur mit Schwarz arbeiten, aber ich habe ja noch dieses coole Sprühding. Das macht voll Spaß damit. Deswegen dachte ich, ich sprühe das auf jeden Fall nochmal rauf. Also nicht komplett, sondern so. Oh mein Gott, soll ich nicht?
Ich finde es cool. So, jetzt kommt die Folie ab. Geil. Also es ist wirklich super, super cool geworden. Es sieht wirklich richtig cool aus. Also mega. Wie gekauft, würde ich sagen. Für, was habe ich jetzt dafür ausgegeben? 7 Euro? Keine Ahnung. Ich werde es jetzt aber noch ein bisschen verschönern, weil ich finde es immer schön, wenn ich diese umgenähten Ränder nicht habe, beziehungsweise nicht so, wie sie sind. Saum und Ausschnitt habe ich jetzt auch nochmal bearbeitet und die Ärmel auch, da ist nämlich was abgekommen. Ich finde es nämlich so viel cooler und ich bin froh, dass ich das mit dem lila gesprühten gemacht habe. War da ein bisschen hin und her gerissen, aber ich finde, das gibt so nochmal ein bisschen mehr Pep und Farbe auf jeden Fall, obwohl schwarz-weiß auch in Ordnung ist. Und ich finde wirklich, das sieht aus wie ein gekauftes Fanshirt jetzt. Obwohl, ich habe keins. Vielleicht habt ihr eins. Schreibt mir das in die Kommentare. Und ob das als gekauftes durchgehen würde, das würde ich auch gerne mal wissen, weil ich finde es cool. Und wenn ihr vielleicht noch Entscheidungsschwierigkeiten habt, wen ihr darauf drucken könnt. Ich habe hier ein T-Shirt an mit Club der 27er. Da könnt ihr euch auch einen aussuchen. Sind alles Ikonen. Sie macht sich bestimmt auf dem T-Shirt auch ganz gut. Und ansonsten freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat. Ich danke der Sarah nochmal für den Tipp und freue mich über einen Daumen und auch wenn ihr den Kanal abonniert und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao!